Also mal ganz grob gesagt, Mutter-Kind-Bindungsvorgänge oder die Mutter-Kind-Bindungsprozesse, die haben letztendlich die Funktion, die 5 Sinne im Gehirn des Babys zu verankern. Und das macht dich nachher so überhaupt fähig, dein Gehirn zu nutzen. Und zwar, wir reden hier von Potenzial, wir reden hier von Kompetenz, wir reden hier von Vertrauen, reden hier von den ganzen Werten. Und die hängen alle an der Mutter-Kind-Bindung und an den Mutter-Kind-Bindungsprozessen. Und es gibt insgesamt 9 Prozesse, die bei der Geburt notwendig sind, damit das Kind die 5 Sinne im Stammhirn verankern kann. Und dann mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, du hast halt 5 Sinne, riechen, schmecken, hören, sehen und fühlen. Und diese 5 Sinne, die sind schon im Mutterleib vorbereitet. Der Hörsinn funktioniert schon perfekt, er muss nur noch bestätigt werden. Es geht immer um funktionierende Sinne, die bestätigt werden müssen, und Sinne, die vorbereitet sind, die müssen erst noch funktionieren und dann bestätigt werden. Und das ist wie beim PC, du richtest ein Programm ein, drückst auf Enter und dann funktioniert das. Und genauso ist es, wenn die Kinder rauskommen aus dem Mutterleib. Das Erste, was die machen, ist, sie müssen auf die Brust der Mama. Warum? Sie hören 9 Monate lang den Herzschlag. Das ist sozusagen ihr zentraler Orientierungspunkt von der Mutter. So, und dieser Herzschlag, davon entfernst du dich, wenn du rausgehst aus dem Mutterleib. Der wird praktisch immer weiter weg. Das heißt, du brauchst diesen Herzschlag, wenn du rauskommst, sofort wieder auf die Brust. Dann hörst du den von außen. Vorher hast du ihn von innen gehört, jetzt hörst du ihn von außen. Und das ist eine Bestätigung. Da wird im Stammhirn des Babys der Hörsinn als funktionierender Sinn sozusagen verankert. Das Gleiche passiert mit allen anderen 4 Sinnen. Das Sehen ist der Blickkontakt zur Mama, manifestiert erstens mal, dann wird die Scharfstellung der Augen sozusagen etabliert. Das ist wie beim Fernglas, ja? Du guckst ja und dann musst du scharf stellen. Das Gleiche machen die Babys, wenn sie der Mama in die Augen gucken. Die stellen ihre Augen scharf, die Synchronverhalten der Augen, die Muskulatur, da wird alles eingerichtet. Nebenbei wird der Sehsinn als funktionierender Sinn im Stammhirn verankert. Genauso ist es, wenn die erste Umarmung kommt, wird das Fühlen verankert im Stammhirn. Und genauso ist es, wenn die Babys anfangen, die Mama zu riechen, ja, unterm Arm in der Regel, wenn die hier liegen, riechen die Mama. Und damit wird der Geruchssinn von der Mama aktiviert sozusagen im Stammhirn des Babys einen funktionierenden Riechsinn. Und das Gleiche ist mit dem Stillen. Sobald die Kinder die erste Muttermilch an der Brust nuckeln, wird der Geschmackssinn im Stammhirn verankert. Und diese Verankerung ist nachher die Grundvoraussetzung, dass wenn die Babys dann einschlafen, da kommt ja der erste magische Schlaf. Ja, wenn die Kinder gestillt worden sind das erste Mal, dann müssen sie sich von der Geburt erholen und dann schlafen die ein. Und das ist für mich der magische Moment, weil in diesen 5 bis 6 Stunden magischen Schlaf wird im Gehirn vorausgesetzt, die 5 Sinne sind verankert im Stammhirn. Das ist ein wichtiger Vorgang. Das ist ein Naturprozess, das ist eine natürliche Geburt. Dann wird vom Stammhirn aus, werden im Neokortex, der ist ja noch überhaupt nicht aktiv, na, der muss ja erstmal aktiviert werden Milliarden von neuronalen Feldern gebildet in diesen ersten 5 bis 6 Stunden. Und dann sind die Babys in der Lage, wenn sie dann wach werden und sie haben diese Mutter-Kind-Bindung erfahren, diese Prozesse durchlebt, dann sind die wach und dann wollen die lernen. Und wenn du von der ersten Sekunde an dieses Potenzial mitbringst und deine Eltern dir diese natürliche Geburt gewähren, dann kannst du von der ersten Stunde an oder vom ersten Moment an kannst du dein volles Potenzial nutzen. Du bist dann in der Lage, Informationen zu verarbeiten. Ja, wenn du wach wirst, du willst ja die Welt entdecken. Du gehst dann als erstes mal die ersten 8 bis 12 Monate, entdeckst du die Mama. Das ist ein wichtiger Vorgang. Ja, das ist im Prinzip schon die zweite Geburt. Da haben wir ja letztes Mal drüber geredet. Geburt dauert 21 Jahre. Also die wirkliche natürliche Geburt. Und nachdem die Babys durch diesen aus dem Mutterleib raus, durch die Vagina in diese Welt rein und mit diesem ersten Stillen endet diese physische Geburt. Und dann beginnt, nachdem die wach werden, nach diesem magischen Schlaf, beginnt die zweite Geburt. Die dauert 8 bis 12 Monate. Das ist die sogenannte Muttermatrix. Da werden die Kinder sozusagen auf die Mutter fixiert. Biologischer Bauplan. Das ist Mutter-Kind-Bindung, die muss verstärkt werden. Und der wichtigste zentrale Punkt ist die Herzflamme. Von Herz zu Herz, Mama und Baby.
Ja, so. Und das wird immer stärker, gerade in den ersten 12 Monaten wird diese Verbindung sozusagen auf den Punkt gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und durch diese Mutter-Kind-Bindung bist du später in der Lage, wenn du dich von der Mama entfernst, so das passiert so im 3. Lebensjahr, gehst du ja langsam raus aus dem Feld der Mutter und eroberst die Welt. Dann kommt der Vater ins Spiel, ja, der ist dann so ab dem 3. Lebensjahr, kommt der dann in die Bindung rein, dann entsteht die richtige starke Vaterbindung. Aber bis dahin muss diese Mutterbindung so stark sein, dass die Kinder ihr volles Potenzial nutzen können. Und das ist leider in der Welt mehr oder weniger zerstört worden. Diese Bindung zwischen Mutter und Kind durch diese natürliche Geburt. Und das kann man heute machen, indem man in einem Krankenhaus dann einfach interveniert. Du gehst einfach her und unterbrichst diese Bindung. Das ist ja relativ einfach. Ja. Du brauchst nur wissen, wie es geht, und dann kannst du das machen. So, aber wenn wir von der Bindung sprechen, da geht es immer um die Nutzung des vollen Potenzials. Also sprich, dein Gehirn in Verbindung mit dem Herzen, das ist das, was Mutter-Kind-Bindung ausmacht, dass diese Bindung bleibt. Und zwar von der Stunde 0 bis zum 21. Lebensjahr. Und ich sage immer, wenn die Kinder bis zum 14. Lebensjahr durchkriegst, dann hast du gewonnen. Den Rest machen die dann schon von selber. Bis zum 14. Lebensjahr mussten sie irgendwie begleiten, führen, lenken, aber nicht erziehen, sondern begleiten. Das ist wichtig, dass man ihnen ihr Potenzial lässt, weil die haben ihr Potenzial, die bringen ihr Potenzial mit. Wir müssen uns da nicht drum kümmern, die haben ihren eigenen Lebensplan. Ja. Wir haben uns nur verpflichtet, als Eltern, die hier hereinzuholen. Und der Rest ist dann, wir müssen sie einfach begleiten, ihnen mal zu essen geben, Bach über den Kopf, und dann machen die ihren Job. So, das ist Mutter-Kind-Bindung, mal ganz einfach formuliert. Ja. So, und wenn du dann verstehst, aha, wir reden hier von biologischen Bauplänen, also das ist keine Erfindung von Menschen, ja, sondern es ist ein Ablauf, der ist bei jedem Menschen gleich, egal in welchem Land du geboren wirst oder in welchem Kulturraum. Es ist immer der gleiche Ablauf. Es ist nur halt kulturell unterschiedlich, je nachdem, wie das gefüllt wird, ja, mit welchem Wissen, mit welcher äußeren Welt sozusagen. Ja. Aber letztendlich geht es darum, dass wir schaffen, unser Potenzial zu nutzen. Und wenn man das jetzt mal weiterführt, wenn man auf die 5. Matrix geht oder auf die 5. Geburt, die findet statt von 11 bis 21, wenn du da keine Basis hast, dann bist du nicht in der Lage, aus dem Körper rauszugehen. Das ist jetzt ein kleiner Sprung. Ja? Wenn du die Mutter-Kind-Bindung nicht durchlebt hast, dann hängst du irgendwann fest, du bist sozusagen an deinen Körper gebunden. Aber der Mensch ist ein geistiges Wesen und wir sollen eigentlich in der Welt rumreisen können. Raus aus dem Körper, das ist ja nur unser Werkzeug, das ist ja nur unser Vehikel, in dem wir leben. Und eigentlich ist die Nutzung des vollen Potenzials, dass du ab dem 11. Lebensjahr lernst, mit deinem geistigen Lebensstrom aus dem Körper rauszugehen. Erst in der Nacht und später tagsüber. Das ist alles machbar. Das ist volles Potenzial nutzen. Und dazu brauchst du eine starke Mutter-Kind-Bindung. Sonst kannst du das später nicht entwickeln. Das ist das ganze Geheimnis. Ja. Und davon hat uns die moderne Geburtsmedizin abgetrennt, von diesem Potenzial. Und jetzt kommen immer mehr Menschen, immer mehr Babys, immer mehr Lebensströme, die waren noch nie hier. Und die brauchen jetzt dringend Eltern, die wissen, worauf es ankommt. Deswegen mache ich diese Arbeit, mit dem Verständnis bekommen, was bedeutet eigentlich Mutter-Kind-Bindung, was bedeutet Mutter-Kind-Bindungsprozesse und was bedeutet Privacy. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen. Privacy ist der Zustand, in dem die Mutter-Kind-Bindungsprozesse überhaupt ablaufen können. Wenn du keinen Privacy-Zustand hast, dann kriegst du das nicht auf die Reihe. Weil Privacy bedeutet, dass da ein bestimmter Hormoncocktail abläuft, der in der Lage ist, diese ganzen Bindungsprozesse, dass sie ablaufen können. Dazu braucht es Ruhe, dazu braucht es möglichst wenig Menschen, die im Raum sind. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Dokumentarfilm machen, ja, da haben wir ja schon im Vorfeld gesprochen, wir werden einen Film darüber machen, über diese Mutter-Kind-Bindungsprozesse. Das wird so unfassbar, weil das gab es noch nie in der Form. Und da braucht es Menschen, die so dermaßen sich zurückhalten und trotzdem da sind und trotzdem nicht da sind. So wie die Katzen. Katzen sind die besten Geburtshelfer. Die sind im Raum und trotzdem sind sie weg. Und das brauchen wir Kameramänner. Wir brauchen Kameras, die das einfangen, ohne dass die Mütter gestört werden. Das ist ganz wichtig. Je mehr Menschen im Raum sind, desto länger dauert die Geburt. Das ist nachgewiesen. Ja? Das ist eine Forschung von Michel Audin.
Der hat immer gesagt, je mehr Menschen bei der Geburt teilnehmen, desto länger dauert die Geburt. So, das heißt, wir müssen, wenn wir diese Dokumentarfilme machen, brauchen wir Eltern, die vorbereitet werden, die müssen wissen, worauf sie sich einlassen. Und wir müssen so ein Setting aufbauen, wo möglichst wenig wahrnehmbar ist. Und trotzdem können wir alles einfangen. Das ist so die Idee. Das ist nicht einfach, ja, aber wir werden mit den richtigen Profis, werden wir das machen. Und ich freue mich da riesig drauf, dass wir das irgendwann mal in den Film einfangen, damit es ins Bewusstsein der Menschen geht, wie wichtig diese natürliche Geburt ist. Es ist absolut lebensnotwendig. Und es ist jetzt die Zeit, das ins Bewusstsein zu bringen, weil diese Geburtsmedizin ist am Ende.